Aloha, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du jetzt hier vorbeischaust, denn ich möchte dir gerne einen Auszug aus den Channeled News Nummer 55 mitgeben zum wunderbaren Thema Die Heimat deiner Seele. Es behandelt die Verbindung von uns zu unseren Seelengeschwistern, wo die denn im Universum überhaupt alle sind und ja, noch vieles mehr über dieses Thema. Ich fand es sehr spannend, sehr berührend zu wissen, dass ich Teil einer großen Familie bin und hoffe, dass auch du vieles für dich aus diesem Teil jetzt mitnehmen kannst. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und lass dir gut gehen, schöne Seele. Danke fürs Vorbeischauen hier und viel Vergnügen jetzt mit Saint-Germain. Guten Abend und herzlichst willkommen, schöne Seele. Wie wunderbar, dass du dir Zeit nimmst, heute Abend mit mir gemeinsam zu meditieren. Mit mir, einer sicherlich wunderbaren Gruppe von Menschen, die genau wie ich interessiert sind an den Informationen von der geistigen Welt. Heute, wie wir schon vernommen haben, zum Thema die Heimat der Seele. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich nehme an, du auch, und freue mich, dass du da bist. Dass du an diesem sommerlichen Tag dir die Zeit nimmst, dich mit uns zu verbinden und möchte dich deswegen ganz herzlich willkommen heißen. Vielleicht sind ein paar von euch heute das erste Mal dabei. Mein Name ist Adriana Meisser und ich arbeite seit 17, bald 18 Jahren als Coach und Channel-Medium. Gemeinsam mit der geistigen Welt, ist mein Leben spannender geworden, vielleicht nicht unbedingt einfacher, wie man vielleicht so vermuten möchte, aber sicherlich sehr, sehr spannend. Denn die Einblicke, die sie uns oder die sie mir immer wieder vermitteln, sind schon sehr erhellend. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du das mitnehmen kannst. Und freue mich, wenn du heute Abend mit mir atmest und dich einfach einlässt auf die Informationen, die da durch mich hindurchkommen. Ganz wichtig ist, nehme mit, was für dich stimmig ist. Und den Rest lass bleiben, lass stehen, geh weiter mit deinen Gedanken und lass es einfach mal da stehen. Manchmal haben diese Schritte den Effekt, dass wir das, was wir einfach stehen lassen, so mit uns unbewusst mitnehmen und dann daraus eine Erleuchtung sozusagen entstehen kann. Und manchmal ist es einfach nicht für dich, sondern für jemanden anders. So viel mal von mir zu dir. Und ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, ob wir da schon richtig loslegen wollen. Diesbezüglich schaue ich jetzt mal kurz in den Chat, ob ich da lesen kann, ob ihr mich gut hören und sehen könnt. Und lass mir doch einfach mal einen Gruß da. Von wo bist du denn überhaupt, schöne Seele? Wie verschlägt's dich hier in diesen Online-Raum sozusagen, der, wie du mir sicherlich ansehen kannst, bei mir schon recht schön warm ist, währenddem meine Familie draußen sich heute so ein bisschen ums Grillfest versammelt, schwitze ich hier in meinem kleinen Kabinchen. Dafür ist es hier schön ruhig und das genießen wir. Also herzlich willkommen für alle, die heute das erste Mal dabei sind und ein genauso großes herzliches Willkommen an alle, die ich immer wieder hier fühlen darf. Schön, bist du da. Ja, wie ich hier im Chat lesen kann, glaube ich, sieht das alles ganz gut aus. Ihr könnt mich hören, ihr könnt mich sehen. Vor allem hören. Aus dem Schwarzwald seid ihr. Und, die Nelly habe ich jetzt gerade gesehen, die Annette, die Lisa. Hallo Lisa, schön bist du da. Aus der lieben Gruppe, der Jahresgruppe. Ja, Lieben, lasst uns doch einsteigen in diesen heutigen Abend. Atmen. Atmen ist unglaublich wichtig und von der geistigen Welt so oft angepriesen. Also lasst uns das jetzt gemeinsam tun. Atme bewusst ein und aus. Vielleicht magst du deine Augen schließen. Und fühle mal so richtig in dich hinein, sowohl in deinen Körper als auch in deine energetische Umgebung. Nicht werten, nur fühlen und atmen.
und lächeln. Wenn wir lächeln, entspannen wir unseren Körper, und wenn wir uns entspannen und lächeln, laden wir viel Gutes ein in unser Leben. Es ist eine der einfachsten Angelegenheiten, sofern die Gesichtsmuskeln funktionieren, sich hoch oder höher zu schwingen. Probier's mal. In schwierigen Zeiten einfach mal atmen, fühlen und lächeln. Und ich meinerseits, ich will jetzt einsteigen in diese Energie von Saint-Germain. Das heißt, ich werde mich tief in mich hinein zurückziehen sozusagen und den Teil in mir erwecken, der mit Saint-Germain in Verbindung geht. Und dann lassen wir uns überraschen. Ich lade dich also herzlich dazu ein, dich ebenfalls ganz gut mit dir selbst zu verbinden, immer wieder dich zu fühlen und zu atmen. Schön bist du da. Danke für deine Zeit. Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles in der heutigen Zeit. Ich wünsche dir also viel Vergnügen und bis später. Ich grüße euch. Ich grüße dich, du wundervolle Seele. Was für eine Freude dieser Augenblick mir doch bedeutet, hoffe ich wahrlich, in dir so ein bisschen anklingen lassen zu dürfen. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es ehrt mich. Es freut mich, diesen Augenblick gemeinsam mit dir jetzt zu gestalten und einmal mehr einfach Danke zu sagen. Danke, dass du zulässt, lebendiger zu sein und zu werden. Denn ich weiß, dass die jetzigen Energiequalitäten so einiges in deinem Leben bereithalten, dass es nicht nur emotional manchmal auf und ab geht, sondern manchmal auch körperlich oder das Leben einfach ganz überraschende Wendungen nimmt. Das liegt an der Zeitqualität. Das liegt an diesem Aufstieg, der da in der Luft liegt. Und gerade jetzt, ja heute, am 25. Juni und auch in den nächsten Tagen, so bis zum Neumond und weiter hinaus, seid ihr in einer sehr, sehr intensiven, sagen wir mal, Spannungsenergie von diversen Einflüssen von außen, sprich von außerhalb des Planeten, die da so einwirken auf die Energie des Planeten, welche Mama Gaia also diese Qualitäten unmittelbar direkt an dich weitergibt. Im Prinzip ungefiltert. Und du mit deinem Körper bist ja offensichtlich sehr verbunden mit der Erde, mit der Natur dieser Erde. Und dementsprechend wird viel über deinen Körper gefiltert. Und dann wiederum durch dein Bewusstsein gereinigt und gewaschen, geheilt und gepflegt, sprich erkannt, erleuchtet, denn es kommt von der Materie in den Geist, auch wenn es erst vom Geist in die Materie kommt und dann von der Materie wieder durch dich, durch deinen Geist hinein, also erhöht wird. Und es ist so ein wundervoller Prozess, den du tagtäglich vollbringst, ohne es dir bewusst zu sein. Und dafür will ich Danke sagen. Und dir noch einmal in Erinnerung rufen, dass du deswegen schon allein sehr viel liebevollen Respekt dir und deinem Sein gegenüber so in dir tragen darfst. Bitteschön. Denn das ist mächtig viel Arbeit in Gänsefüßchen gesetzt, denn es ist etwas, was durch dich geschieht, aber immer Spuren hinterlässt. Spuren, die du manchmal fühlst im positiven Sinne, wenn du freudvoll erregt und glücklich bist und ja, wie soll es auch anders sein, manchmal auch Spuren hinterlässt, in denen du verwirrt, traurig, erschöpft oder andersweitig unangenehme Erlebnisse im Leben oder Empfindungen in dir hegst, manchmal vielleicht sogar grundlos, zumindest grundlos von außen her gesehen. Dann ist wichtig, dass du dich liebevoll in den Arm nimmst, dich selbst hegst und pflegst in freudvollen, liebevollen und respektvollen Umgangsformen mit dir. Das heißt also nicht negativ über dich denkst, sondern eben
freudvoll, freundlich bleibst. Lächeln, ein freundliches Gesicht machen, zumindest dir selbst gegenüber im Spiegel. Denn das, was du da siehst im Spiegel, das ist derzeit die Heimat deiner Seele. Vorübergehend, versteht sich. Doch lass uns über die andere Thematik, die weiter zurückliegende aus deiner Sicht vielleicht oder noch höher schwingende Energie der Heimat der Seele sprechen. Es ist richtig und kann ich nur bestätigen, wenn du so in dir das Gefühl trägst, dass du irgendwo anders herkommst. Vielleicht fühlst du dich sogar mit Informationen, die du hörst über andere Planeten und Sternengebilde, wenn du dich da heimisch fühlst, angezogen fühlst, hingezogen fühlst, vertraut. Dann lass mich dir sagen, ja, das stimmt. Es wäre allerdings etwas zu kurz formuliert, zu knapp gesagt, wenn du behaupten würdest, oder ich, du würdest zum Beispiel von der Venus, vom Sirius oder anderswo herkommen. Sprich im Sinne von, wäre deine ursprüngliche Heimat. Lass mich es dir so erklären. Deine Seele wird nicht in diesem Sinne geboren. Sie ist. Und weil sie unendlich ist überall, wo du bist, der Mittelpunkt des Universums, dreht sich alles um dich. Du bist also der Mittelpunkt des Universums, ganz egal, wo das physisch gesehen ist. Deswegen gibt es keinen Ort, an dem du dich zuteilen solltest oder dich damit zu sehr verbinden. Außer du fühlst dich, wie gesagt, regelrecht heimisch. Dann genieße dieses Gefühl, aber versuche nicht, in die innere Behauptung hineinzufallen, du kämst daher. Es stimmt, dass es Seelenfamilien gibt. Und es ist auch völlig korrekt, dass nicht alle dieser Familien immer inkarniert sind. Und es stimmt auch, dass manche von ihnen tatsächlich jetzt auf anderen Planeten sind und du vielleicht gerade von dort kommst und hier auf Erden jetzt einen weiteren Weg gehst. Und sie stehen mit dir in Verbindung, selbstverständlich, nicht nur energetisch, sondern manchmal eben auch mental über deine Träume. Ihr tauscht euch aus, ihr seid Familien, ihr fühlt einander. Und ihr habt einen ganz engen, liebevollen Bezug in euren Herzen zueinander, wenn ihr euch physisch trefft. Auf Erden zum Beispiel. Das heißt aber nicht, das ist wirklich nicht zu verwechseln mit Seelenpartnern und Dualseelen. Wir sprechen jetzt von der Seelenfamilie. Und die ist, wie könnte es auch anders sein, überall durchs ganze Universum verstreut.